In meinem Video über Battlerealms sagte ich gegen Ende, dafür liebe ich Battlerealms noch heute und bin immer noch ein wenig traurig, dass die Leute damals eher zu Empire Earth griffen und ich somit nie einen zweiten Teil von Battlerealms spielen durfte. Denn während das ebenfalls 2001 erschienene Empire Earth sich innerhalb von nicht mal 6 Monaten über 1 Million Mal verkauft hat, war das Spiel von Liquid Entertainment eher ein Ladenhüter. Wenn man es also dramatisch ausdrücken möchte, und ich bin mal so frei, war Empire Earth der Battlerealms Killer. Und auf eben jenen Killer hatte ich vor kurzem wieder Lust, nachdem mir auf YouTube immer wieder Videos davon in die Empfehlung gespült wurden und mich eine Welle der Nostalgie überkam. Also schnappte ich mir fix den Ordner, schmiss die Echse an und war erstaunt, dass das Spiel überhaupt noch startet. Bei so alten Spielen ist das ja nicht immer so. Als das Intro aufflimmerte, war ich direkt wieder drin. Im Lauf der Geschichte war nur wenigen die Macht beschieden, das Schicksal ihrer Zeitgenossen zu bestimmen. Stammeshäuptlinge und mächtige Schamanen. Denn auch mit Empire Earth habe ich früher viel Zeit verbracht. Ich fand es seinerzeit sogar besser als Age of Empires und ehe ihr mich nun lyncht, lasst mich sagen, woran das hauptsächlich lag. In Age of Empires erlebt man mit seiner Zivilisation während einer Partie einen kleinen Aufstieg und besucht dabei 4 Zeitalter. Empire Earth ist einfach fast 4-mal so groß, denn dort gibt es, mit Add-on, insgesamt ganze 15 Epochen. Man fängt mit Keulenschwingern in der Steinzeit an und kommt dann über die Bronzezeit, das Mittelalter, die Renaissance bis zur fernen Zukunft, in der man Cyborgs und andere Laserwaffen tragende Einheiten ausbilden kann. Das fand ich immer wieder aufs Neue faszinierend. Zudem kann man zu Beginn einer Partie, statt nur eine vorgefertigte auszuwählen, seine eigene Zivilisation kreieren, indem man bis zu 100 Punkte auf verschiedenste Boni verteilt. Das geht von klassischen Verbesserungen der Lebenspunkte und Angriffswerte verschiedener Einheitentypen über Sammelrate bestimmter Ressourcen bis hin zu Spezialeinheiten und günstigeren Ausbildungskosten der Truppen. Gerade letzteres ist besonders effektiv bei den Bürgern und weiblichen Bürgern. Das Spiel war damals schon inklusiver als so mancher Aufsichtsrat einiger Konzerne heute. Da kostet einer bzw. eine plötzlich nicht 50 Nahrung, sondern nur 40. Besonders zu Beginn ist Nahrung sehr wichtig, weshalb dieser Bonus echt stark sein kann. Gut an dem System ist auch, dass die Kosten für die einzelnen Boni unterschiedlich sind. Mal kosten sie 2 Punkte oder gleich mehrere Dutzend, wenn es eine besondere Fähigkeit ist. Und außerdem steigen die Kosten für Boni einer Kategorie, wenn man bereits einen Bonus in dieser Kategorie seiner Zivilisation hinzugefügt hat. So stehe ich immer wieder vor der Überlegung, ob ich jetzt gleich 10 Punkte für mehr Lebenspunkte meiner Schützen ausgebe, weil ich schon ihre Reichweite und ihren Schaden verbessert habe, oder ob ich dafür lieber 2 Boni aus anderen Bereichen mitnehme. Man kann diese Zivilisation auch in einem Baukasten zusammenklöppeln und abspeichern, damit man sie je nach Gefühl einfach auswählen kann. Verbessert man jetzt die Einheiten aus den ersten Epochen und hat somit früh einen Vorteil, oder plant man Boni für späte Einheiten ein, auf die man entsprechend eine Weile warten muss? Cooles System, auch heute noch. Ansonsten spielt sich Empire Earth so klassisch, wie man es von einem klassischen Echtzeitstrategiespiel erwarten kann. Man startet mit einem Hauptgebäude, einer Handvoll Bürgern oder Bürgerinnen und muss erstmal anfangen, seine Ressourcen zu sammeln. Diese bleiben, anders als im Nachfolger oder auch Rise of Nations, über die Jahrtausende aber immer gleich. Man sammelt also stets Nahrung, Holz, Stein, Gold und Eisen, egal ob in der Vorzeit oder im Weltraumzeitalter. Öl, Uran und andere Ressourcen tauchen nicht plötzlich auf der Karte auf. Kann jeder sehen, wie er möchte, ich finde so aber vollkommen ausreichend. Etwas befremdlich ist aber, dass an den Stein- und Erzvorkommen und den prähistorischen Kürbissen immer nur 6 Bürger gleichzeitig arbeiten können. Jungs und Mädels, da ist doch so viel Platz. Geht da doch ran. Kleine Anekdote. Ich habe früher immer versucht, diese Erzvorkommen vollends leer zu machen. Aber bei 300.000 Rohstoffen, die man daraus gewinnen kann, habe ich es nie annähernd geschafft. Tiere zum Jagen gibt es natürlich auch und mir ist beim erneuten Spielen ein Detail aufgefallen, das ich schon wieder vergessen hatte. Solange es mindestens 2 Tiere der gleichen Art gibt, also beispielsweise Elefanten oder Nilpferde, pflanzen sich diese fort und es spawnt ein kleines Exemplar, das mit der Zeit wächst und sich wieder fortpflanzen kann. Wenn man also aufpasst und nicht gleich alle Elefanten gleichzeitig niedermäht,
kann sich die Population aufrechterhalten, stirbt nicht komplett aus und man hat eine theoretisch endlose Nahrungsquelle für den Anfang. Und außerdem sind die Jungen so süß, wenn sie dabei zuschauen müssen, wie man ihre Eltern ausweidet. Aber wie geil ist diese Idee bitte? Neben den schon angesprochenen Boni für Einheitentypen kann man auch noch jeden Typ einzeln verbessern. Dafür muss man einfach auf die hellgrau unterlegten Statuswerte klicken, um jeden davon maximal 2-mal und letztendlich bis zu 5 Werte insgesamt zu steigern. Das kostet ein paar Ressourcen und Zeit, aber danach ist die Verbesserung für alle Einheiten des Typs freigeschaltet. Auch hier ist man dann wieder recht flexibel in seiner Spielidee. Sollen die Truppen jetzt mehr Trefferpunkte haben und schneller herumlaufen? Mehr Schaden anrichten und dabei auch noch mehr Flächenwirkung haben? Klar, irgendwann hat man auch hier seine Go-To-Variante gefunden. Ich gehe meist auf Reichweite und Schaden. Gerade im Zusammenspiel mit den Zivilisationsboni schießen meine Soldaten später dann auf die Gegner, bevor diese überhaupt wissen, was passiert. Aber auch das ist viel spannender, als in der Schmiede einfach Verbesserungen für alle Einheiten zu erforschen. Was auch ein wenig anders ist als bei anderen Genrevertretern, ist, dass man einige Gebäude bevölkern kann. Man platziert also nicht wie bei Age of Empires einfach ein zweites Dorfzentrum und kann dort direkt Bürger ausbilden, sondern baut das Siedlungsgebäude, welches zuerst einfach nur als Ablageort für Ressourcen dient. Wenn ich nun aber 5 Bürger zum Bevölkern schicke, wird das Gebäude verbessert und ich kann von da an auch dort Bürger ausbilden. Ich fand damals die Vorstellung lustig, dass die 5 Bürger, die ich da reingeschickt habe, nun als reine Gebärmaschinen fungieren, um die weiteren Bürger herauszupressen. Insbesondere wenn ich nur männliche Bürger hineingeschickt habe. Mit Logik muss man hier nicht unbedingt um die Ecke kommen. Bevölkern geht beispielsweise auch bei Farmen. Wenn man dort die benötigte Anzahl an Bürgern für den Rest ihres Lebens eingesperrt hat, sind die Sammler auf den angrenzenden Feldern effektiver. Dass sie statt 15 Nahrung nun 19 Nahrung abliefern, habe ich aber erst durchs Empire Earth Wiki erfahren. Richtig dargestellt oder erklärt wird das im Spiel selbst nämlich nicht. Wobei, vielleicht wird es in den Tutorial-Missionen beleuchtet. Doch diese habe ich, ähnlich wie die Kampagnen, stets links liegen gelassen und mich in Skirmish-Matches gegen die KI begeben. Meine Lieblingskarten sind dabei immer welche mit großen Inseln. Da hat man die ersten Spielminuten seine Ruhe, kann seine Wirtschaft aufbauen und sich dann überlegen, wie man den Rest angehen will. Oft läuft es am Ende darauf hinaus, dass ich meine Insel oder Inseln ringsherum mit Türmen und später zusätzlich mit Luftabwehrstationen zupflaster, damit die Gegner sehr beschwerlich auf meine Insel raufkommen. Und auch wenn es hier nur um den ersten Teil von Empire Earth gehen soll, ist das fast schon mein größter Kritikpunkt am zweiten Teil. Da hat man nämlich ein Baulimit für Türme. Bedeutet, meine heißgeliebten Inselfestungen sind da nur schwer darstellbar. Traurig. Noch auf die Spitze treiben kann man diese Variante aber auch bei der Kartenart Planeten, bei der man erst mit Raumschiffen die anderen Spieler besuchen kann, was erst im 15. Zeitalter möglich ist. Da wird es dann doch recht schnell langweilig auf dem heimischen Planeten. Ich kann durch diese Inselfestung aber gut meine Wunder verteidigen, die relativ günstig sind im Vergleich dazu, dass man dadurch ein höheres Bevölkerungslimit, Selbstheilung oder quasi einen Wallhack bekommt, der alle Gebäude anzeigt. Aber auch wenn die initialen Kosten recht niedrig scheinen, muss man die Verteidigungsanlagen dazu rechnen, weil sobald das Wunder steht, sagen alle Gegner direkt, ja moin, das wollen wir aber besser mal kaputt machen und schicken immer wieder Trupps in diese Richtung. Verbündete schicken hingegen Verteidigungstruppen vorbei. Auch wenn ich die Kampagnen nicht wirklich gespielt habe, kann ich mich zumindest daran erinnern, dass diese recht gut inszeniert waren, mit Kamerafahrten in Spielgrafik und so weiter. Zudem ist der Editor sehr potent, wodurch man, theoretisch, super eigene Szenarien erstellen kann. Das habe ich nie so wirklich gemacht, aber ich habe schon mal ein liebevoll erstelltes Szenario von einem Zuschauer geschickt bekommen. Grüße an den lieben Headshot. Wo wir gerade bei Spielgrafik sind, kann ich kurz sagen, ja, die Einheitenmodelle sehen schon echt kacke aus und vieles ist einfach platt. Aber insgesamt hat sich das Spiel einigermaßen gut gehalten, finde ich. Das liegt auch an diversen kleinen Animationen, die lustig aussehen und von Liebe zum Detail zeugen. Wenn auch hier und da das Getreide in den Boden gehämmert wird. Apropos Details. Das hier wird zumindest ein wenig abgeschwächt. Einheiten kosten unterschiedlich viel Bevölkerung und nach dieser werden dann die Plätze in Booten und Helikoptern berechnet. Gut, es passen komischerweise doch 5 Haubitzen in einen kleinen Hubschrauber, aber es war mal ein Versuch, das etwas weniger albern zu machen, weil im Vergleich ganze 10 Fußsoldaten hineinpassen. Ein Schritt in die richtige Richtung.
Um noch einen anderen Punkt zu nennen, Flugzeuge müssen ihre Manöver unterbrechen, um zu tanken. Dass scheinbar alle anderen Fahrzeuge ohne Sprit unterwegs zu sein scheinen, blenden wir an dieser Stelle besser mal aus. Ich muss, wie bei eigentlich allen Videos dieser Art, den Soundtrack loben, der immer mal wieder in meinem Kopf herumgeistert, auch wenn ich das Spiel eine Weile nicht angefasst habe. Besonders Shadows ist super. Insgesamt wurde hier sehr gut darauf geachtet, dass die Musik zu allen Epochen des Spiels passt. Es ist egal, ob sich Römer auf den Kopf hauen oder Artillerie die Landstriche verwüstet. Die Musik untermalt das immer gut. Oder wenn Gewehrschützen zusammen mit Schwertkämpfern und Streitwagen Gebäude niederreißen. Ja, die Sprecher sind so, naja. Ahoi! Ja, ja, my lord. Ja, ja, my lord. Ja. Fertig, my lord. An die Säbel und Angriff! Aber lustig ist, dass ab der Bronzezeit plötzlich alle nicht mehr mit Uga-Uga-Lauten sprechen, Dalas! Stoma! sondern ins Hochdeutsch wechseln. Wohlan, Milord. Erstaunlich. Die göttliche Phase des Deutschlernens. Lustig sind auch die Propheten, die mit einem The End is Near Plakat herumlaufen und göttliche Plagen und Katastrophen wie Erdbeben oder Vulkane herbeirufen können. Und da sagt der ein oder andere, dass sowas am Klimawandel liegt. Hier haben wir doch den Beweis, wer dafür verantwortlich ist. Plakat Peter und seine Freunde. Mein Vater hat es ebenfalls gerne gespielt, aber hauptsächlich mit Cheatcodes. Der eine deckt die ganze Karte auf, gibt einem zigtausend Rohstoffe und lässt Einheiten Schaden austeilen, der nicht mehr feierlich ist. Ach, und dass alle Einheiten, Gebäude und Technologien sofort hergestellt werden, versteht sich auch von selbst. So hat er fleißig die Gegner besiegt. Oder, Papa? Nein, das habe ich nie gemacht. Gut, ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nie gemacht habe, aber er hat das deutlich häufiger getan. In Empire Earth habe ich auch erstmals erfahren, dass die KI ebenfalls Cheats nutzt. Ich erstellte eine eigene Karte, auf der keine Rohstoffe für die KI vorhanden waren und teilte ihr zusätzlich 0 Bürger und Startressourcen zu. Und trotzdem hat die angefangen, Sachen zu bauen und Einheiten auszubilden. Das hat mich damals schon ein wenig getroffen. Ich wurde schließlich vollends betrogen. Jetzt soll es das aber auch mit meinem kleinen Rückblick auf das Spiel gewesen sein. Es war super, mal wieder reinzuspielen und erfrischend zu sehen, was an dem Spiel eigentlich alles Spaß macht. Es hat also einen Grund, dass ich es damals in den Campingplatz Sommerferien gerne zusammen mit Surafta auf unseren Laptops gespielt habe. Und zwar nicht nur, weil ich immer so 1-2 Zeitalter schneller war als er. Empire Earth ist einfach ein echt gutes Strategiespiel. Besser als Age of Empires? Naja, zumindest ein wenig größer. Und auch wenn es der Battle Realms Killer war, spiele ich es heute immer noch gerne.